we can came to her and burn her house down, beat her or something. Why are you doing this to yourself? Because of them. Was ist das für eine Situation hier, ey? Gut 1/3 aller Städte und Gemeinden hier in Polen haben sich zu sogenannten LGBT-freien Zonen erklärt. I am afraid, like always. Der Kreis Świdnik, in dem ich hier jetzt gerade bin, der war im März 2019 der erste und immer mehr Städte und Gemeinden kommen dazu. Aby takie uchwały podejmowały przeróżne społeczności, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Präsident Andrzej Duda von der PiS-Partei sagte, dass die vermeintliche LGBT-Ideologie schlimmer sei als der Kommunismus und dass man vor allem die Kinder davor beschützen müsse. Agresywną seksualizacją czy jakimś adoptowaniem przez pary jednopłciowe. Absolutnie nie może być na to zgody. Für viele queere Menschen ist das Leben hier geprägt von Hass, Gewalt und Ausgrenzung. Und mir als schwuler Mann macht das Angst, was hier in unserem Nachbarland mitten in der EU passiert. It's a war. It is war. Now, yeah, I think so. Boah. Trotzdem will ich verstehen, was hier abgeht. Diesen Film mache ich zusammen mit meiner Kollegin Susanna. Sie ist in Polen geboren und aufgewachsen und hat schon häufig von hier berichtet. Um zu verstehen, warum queere Menschen hier so gehasst werden, wollen wir mit queeren AktivistInnen sprechen und wir wollen mit einem der Politiker sprechen, die für die Zone hier verantwortlich sind. In Lublin, der Stadt neben Świdnik, treffen wir Alicja. Sie ist 19, lesbisch und lebt in einem kleinen Dorf wenige Kilometer von hier. As a queer person, what does it mean to live in a so-called LGBT-free zone here? To me, it means that I have to be prepared for dangerous situation all the time. What kind of situations? I mean, someone can just shout out of me when I'm with my girlfriend, when we are walking around by the hand, because situations like that happened already. I think I can't feel safe in Poland, and I know many of my friends decided to move. Hier in der Altstadt von Lublin, wo es jetzt irgendwie so fast schon nach Urlaub aussieht, war letztes Jahr ein Pride March, der offenbar von Rechten, so sagt es Alicja, massiv angegriffen wurde. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg dahin, weil sie uns zeigt, wo das war und vor allem, was da passiert ist. So, the Equality March was over there. Yeah. What happened last year at this street? On this street, Yeah. hooligans started to attack us. The pictures show a lot of violence. Because it was a lot of violence. And do you know why? What was the reason? Why did they came to you and tried to throw some chairs? I don't understand them. We don't do anything to them, so they attack us for no reason. But it feels like they are afraid Of something of something that is... which is unknown for them, I think. And if it's something unknown for you, it's dangerous. I think politicians and priests started the whole homophobic campaign. They mean I am safe when I'm at my home, not showing myself, not showing with my girlfriend, and then I'm safe. But when I'm on the street, I'm not safe anymore. So they making it worse, actually. Yeah, of course. It's obvious. Yeah. It's a war. It is war. Now, yeah, I think so. The government has to have an enemy. I think that's me at the moment. Ja. Ich bin irgendwie gerade sehr angefasst, weil ich da echt Respekt vor habe, dass sich eine 19-Jährige hinstellt und sagt,
So, sie ist irgendwie, sie wird angegriffen, sie hat Angst und halt einfach weitermacht. Ne? Ist das für dich vor allem so krass, weil du dich da so reinfühlen kannst, weil du so dich daran erinnerst, wie es für dich persönlich war? Dich auch zu outen oder einfach als schwuler Mann in Deutschland zu leben? Ehrlich gesagt nicht, weil ich nie so in der Situation, ich bin da sehr dankbar für, ich musste nie so kämpfen. Also ihre andere Möglichkeit wäre ja auch, sich einfach zu verkriechen und zu sagen, ich hau halt ab, wie es viele tun, ich halte es nicht aus. So, ich kann hier nicht frei leben. Und sie steht hier mit einer Stärke und strahlt uns an und sagt so, natürlich bleibe ich und natürlich mache ich weiter. Ja. Ja, ich habe da echt Respekt vor. Vielleicht einmal kurz zur Erklärung, wie es zu diesen sogenannten Zonen gekommen ist. Im Februar 2019 hat der Warschauer Bürgermeister eine Erklärung verabschiedet, dass er sich eben für die Rechte von queeren Menschen einsetzen will, unter anderem auch im Sexualkundeunterricht. Ja, und dagegen gab es auch viel Hate, vor allem im katholischen Südosten Polens. Da haben viele Städte und Gemeinden sogenannte Anti-LGBT-Resolutionen verabschiedet. Es gibt sogar eine Karte, die haben AktivistInnen erstellt. Die Karte heißt der Atlas des Hasses. Und darauf sieht man eben ganz gut rot eingefärbt diese sogenannten Zonen und eben mittlerweile 1/3 des Landes. Mit dafür verantwortlich, dass Świdnik zur ersten LGBT-freien Zone in Polen wurde, ist der Politiker und Kreisverwaltungsbeamte Radosław Brzuska und der ist jetzt bereit, sich mit uns zu treffen. Sie haben von einer sogenannten LGBT-Ideologie gesprochen. Was meinen Sie damit? Taka grupa, która ma swój program, w naszym zdaniem bardzo niebezpieczny, utopijny program, można ją określić jako grupę ideologiczną, jako grupę polityczną i która ma dość rewolucyjne cele. I doświadczyliśmy chociażby kilka dziesięcioleci, jak komunizm, mówiąc o pięknych celach, o pięknych, wspaniałych sprawach, które miał uzyskać dla robotników, w rzeczywistości okazał się systemem totalitarnym. Jesteśmy przekonani, że takie tendencje radykalne mogą się pojawiać również w dzisiejszych czasach. Jedną z tych tendencji jest właśnie ta ideologia, która jest związana z postulatami takimi jak przyznanie parom homoseksualnym prawo do adopcji, przyznanie, zrównanie par homoseksualnych z małżeństwami. Mittlerweile haben ja gut 1/3 der Städte und Gemeinden hier in Polen ähnliche Erklärungen unterschrieben. Freut Sie das? Jestem bardzo zadowolony. Nawet podjęliśmy wspólny apel, aby takie uchwały podejmowały przeróżne społeczności, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Jesteśmy przekonani, że te eksperymenty, które rzeczywiście mają już miejsce również w państwach zachodnich, zdaje się, że i w Niemczech niektóre z tych rozwiązań funkcjonują, one się nie sprawdzą. Vor Ihnen steht ein schwuler Mann und wenn ich jetzt hier in Polen leben würde, könnte ich mich outen, dürfte ich mit meinem Partner hier ohne irgendwas zu befürchten, Händchen halten, über die Straße gehen? Powtarzane jest straszliwe kłamstwo. Nie istnieją żadne strefy wolne od LGBT czy strefy wolne od czegokolwiek. Nasze wspólnoty po prostu troszczą się o rodzinę i nie ma w tym nic groźnego dla kogokolwiek. Również dla osób, które mają odmienne zapatrywania w sferze płci, w sferze seksualności. Jeżeli ktoś powie, że ma taką czy inną cechę w życiu prywatnym, czy taką czy inną sytuację w życiu rodzinnym, no to wówczas musi się skonfrontować z tym, jak koledzy, znajomi się do tego ustosunkują. Przed tym nic nie jest w stanie nas uchronić. Na przykład ja bym teraz chciała wyjść za mąż, to wszyscy by mi gratulowali, by się dla mnie cieszyli, a gdyby to była kobieta, to bym była może właśnie, ludzie by myśleli, co to za kobieta i co ona tam robi. Nie jest to niesprawiedliwe? Nie jest to niesprawiedliwe. Po prostu Polacy uważają, że małżeństwo jest wielkim dobrem, natomiast ponieważ są konsekwentnymi wyznawcami również religii chrześcijańskiej, mają również swoje spojrzenie z punktu widzenia zdrowego rozsądku, wiedzą o tym, że akty homoseksualne
są pewnym złem moralnym, są złym wyborem. Tak, taka wersja w formie pana przewodniczącego, ale dokładnie w tej treści zostało przyjęte. Ich finde es so spannend, weil er hat uns jetzt hier nochmal so ein Statement mitgegeben mit dem Titel Set Europe Free from the Ideology. Ja. Also im Endeffekt ist seine Meinung, Homosexualität ist nicht angeboren, sondern das sucht man sich aus und man kann es auch wieder Man kann's verlernen wieder sich und man kann abtrainieren. sich wieder abtrainieren. Das ist eigentlich seine Haltung, ja. Er findet, es ist eben eine schlechtere Form von Genau. Mensch. Und das, genau. Und diese Wertung öffnet ja eigentlich voll die Tür für Übergriffe, für Hass, für Hetze. Und er sagt aber so, ist nicht meine Verantwortung, Ja. habe ich nichts mit zu tun. Ja. Wir treffen ja morgen noch AktivistInnen, die dagegen vorgehen wollen, aufklären wollen. Und was morgen auch noch spannend wird, ist, er sagt ja, wenn man hier irgendwie offen als queere Person unterwegs ist und sich auch so zeigt, dass man nichts zu befürchten hat. Und die AktivistInnen sagen eben das genaue Gegenteil. Die sagen, das kann echt gefährlich werden und ist echt nicht ohne. Ja, die haben die Aktion morgen ja auch angemeldet. Also es wird Polizei da sein, beziehungsweise die Polizei ist informiert. Und ich bin echt gespannt, ob es ja auch dort zu Aggressionen kommt. Also ob dort irgendwelche Leute auflaufen, denen das nicht gefällt, was die da morgen machen. Wir sind jetzt tatsächlich nochmal auf dem Weg zu Alicia. Sie hat uns nämlich spontan auf ihr Dorf eingeladen. So there was an article in a German newspaper, and you saw a picture of you, and I guess it was this house Yeah. over there in the background. Dann hat der Nachbar die Polizei. Dann hat der Nachbar die Polizei gerufen, weil er eben nicht wollte, dass das Haus offenbar in diesem Kontext sein Haus zu sehen ist. And what happened after? On the Twitter, there were the whole hate campaign, like against me, and the death threats. Death threats? Death threats about burning my house down. Something like, now we know where does she live. We came to her and burn her house down, beat her or something. I was really afraid about my family, about my life. So yeah. Jestem u siebie. Here's my place. And this is kind of a homophobic sticker. Yeah. What does it mean? Family is the strength of nationality. And family means? Normal heterosexual family. Also das ist ja wie so ein schlechter Scherz. So tomorrow will be your event in Świdnik. Is it dangerous for you to go on the street in Świdnik like this? Of course it is. Like in Świdnik it's obvious, and we already know that someone posted our event on far right-wing groups on Facebook. We have to be prepared for every situation. So what are you fighting for? I just really want to have a chance to marry a woman in the future, to have a child, because I really do want a child, and I just want to feel safe and comfortable in my country, because it is my country. Yeah, I mean, a lot of young queer people left Poland. Why? I'm not surprised. Yeah, but why do you stay? Oh, someone has to fight. It's not many people that have that self-confidence. Someone has to do it, and I think it's me. Too queer to fear. Wir treffen jetzt hier Alicia gleich wieder, die mit anderen AktivistInnen hier diese Aktion heute macht. Und es ist auch dabei Bart. Das ist einer der bekanntesten LGBT-Aktivisten hier in Polen.
Es ist irgendwie eine total skurrile Situation, weil sehr viel Presse da ist. Man sieht aber auch schon, dass sich hier um den Platz herum Leute mit sehr einschlägigen Aufschriften auf dem T-Shirt irgendwie versammeln. Und, es ist aber auch Polizei am Start. So. Keine Ahnung, ich bin echt ein bisschen nervös. And what are your plans for today? What do you want to do? Yeah, we're gonna stand here with our project, which we call the Rainbow Mythbusters. As we know that there is a lot of myths about the LGBT community spread, but by Polish government, by other politicians, local governments, and therefore we feel this need to come here and to show that we are not demons, we are not an ideology, that we are just the human beings. We talked to Mr. Bzushka yesterday, and he told us that there's no violence against queer people. I disagree. I feel that there is a lot of violence towards the LGBT community. We've seen it under the Białystok Pride last year. We see several cases where people are beaten just because they have too slim like jackets or the clothes that are a different color. So we know that the problem is real. And to say that it's not real and we don't have homophobia in Poland is just a lie. Als unsere Kamera aus ist, werden auch wir mehrfach von offenbar Rechten beschimpft. Vor der Kamera mit uns reden wollen sie aber nicht. Was ist das für eine Situation hier, ey? Zum Glück ist so viel Polizei da, sonst... Das sind Hooligans. Die schreien, Mädel, Junge, eine normale Familie und raus mit der Regenbogenpropaganda. So why are you doing this? Why are you doing this to yourself? Because of them. So the louder they scream, the stronger you get? How does it work? Yeah, exactly. That's what I meant. Was für eine absurde Situation. Hier sind nicht einmal 10 AktivistInnen und trotzdem wird der Platz von mehr als doppelt so vielen Polizisten in voller Montur gesichert. Jetzt wird erstmal geguckt. Gut, er stellt sich da einfach so demonstrativ hin und guckt. Und die Hooligans übrigens hier auf der anderen Straßenseite, die hier alle standen und rumgeschrien haben, die sind auf einmal weg. A lot of young people came. It was the first time ever such an LGBT event was held in the city. It's more complicated that there are like different people that we support them, even if it's so hard for them right now, that they are not alone. Die Aktion hier hinter uns löst sich jetzt langsam auf. Es sind immer weniger AktivistInnen da und die Hooligans sind zum Glück auch nicht zurückgekommen. Auf der einen Seite hat es mich total gefreut, heute zu sehen, mit was für einer Energie Alicia und Bart hier so eine Aktion auf die Beine stellen. Und auf der anderen Seite fand ich es echt krass, mit was für einer Wut und was für einer Aggression, man kann es wirklich sagen, die Gegenseite hier auf der anderen Straßenseite stand. Und ich bin und war echt froh, dass hier heute so viel Polizei war. Wir wollten ja mit diesem Film herausfinden, warum queere Menschen in Polen so sehr gehasst werden. Und ich glaube, das Ergebnis ist wirklich, dass es ja nicht die Menschen sind, die gehasst werden, sondern es ist so eine diffuse Angst vor einer sogenannten Ideologie. Und die wird benutzt, die wird geschürt, um Politik zu machen, um Wahlen zu gewinnen. Aber es macht natürlich das Leben für Menschen wie Alicia und Bart in Polen zunehmend schwerer. Genau. Und ich ziehe echt meinen Hut vor Bart und Alicia, die sagen, nein, wir bleiben, das ist unser Land und jetzt erst recht. Ich bin ehrlicherweise nach den beiden Tagen, die wir jetzt hier unterwegs waren, total platt und freue mich aber sehr von euch zu hören, wie es euch denn mit diesen ganzen Eindrücken geht, die wir jetzt hier mitgebracht haben. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch dieser Film gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr uns ein Abo hier bei YouTube dalasst oder uns auf Snapchat folgt. Und die Kollegen vom Y-Kollektiv, die haben sich die Situation queerer Menschen in Indien angeguckt
Und den Film dazu, den findet ihr hier oben.